32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer, erst einmal frohe Weihnachten und natürlich herzlich willkommen zur Episode 23 der alles entscheidenden Folge im YPC Bank 2024. Was die Ereignisdichte betrifft, war der erste Finaltag recht sauber zweigeteilt. Der Morgen verlief mit vielen guten Fischen inklusive eines Ausnahmehechts sehr spektakulär. Ab dem späten Vormittag kamen dann kaum noch Bisse. Nur in den letzten Minuten gab es dann doch noch mal ein paar Fänge zu sehen. Vor den verbleibenden 8 Angelstunden liegt Luis Mendez auf der Pole Position, unter anderem dank eines 114 cm langen Hechtes, mit dem der Dortmunder natürlich die absolute Trumpfkarte hält. Anton Holzleitner und Sami Mohib belegen momentan die Medaillenränge, haben bei 4 Wertungsfischen aber jeweils nur ein richtig gutes Exemplar fangen können. Auf Flo Hassenflugs Board wiederum finden sich davon schon 3, die sich auch noch fair auf alle 3 Zielfischarten verteilen. Der Hamburger muss also als einziger nicht mehr groß taktieren. Für Ton van Ham gilt es hingegen neben den für heute geplanten Hechten auch noch einen an Tag 1 verpassten Zander zu fangen. Und Veit Wilde wird nach seinem fischlosen ersten Tag wohl ein kleines Angelwunder benötigen. Mal sehen, ob Petrus dem Routinier heute die Hand reicht. Die Zonenwahl geht nicht ganz so glatt auf wie am ersten Tag. Denn Flo fischt alleine in Zone 1, Sami und Anton in Zone 3 und in Zone 2 beginnen Luis, Veit und Ton, dessen Vorgehen zum Start wir uns als erstes anhören. Good morning. We are on our way to the first spot. We will be doing some drop shot fishing in a channel because we failed yesterday on the zander on the river, and the morning hour, as we said already in the beginning of the last day, is really the time to catch zander and perch, because afterwards it becomes, as you have seen, very hard. So our first hour we will do some drop shot fishing in the canal, see if we can catch a zander, maybe even a perch, and then we will go to do my favorite style of fishing. We'll go to a polder and try to hammer out a few bait pike. Try to. Our only chance to hold the trophy again, in my opinion, is when we catch a good zander pretty quickly, have another zander or another perch, so that we need only 1 pike. Then I would go to my best polder, try to catch 1 nice pike, and then we would try topwater fishing for pike. It's all or nothing. For me personally, there is only a first place in the competition, so we will gamble and we'll see what it brings. Hallo zusammen, so Tag 2, das Finale ist angebrochen, in 3 Minuten ist es soweit. Der Plan für mich, der steht, ich will jetzt hier vielleicht in der ersten Viertelstunde, wo es noch ein bisschen dämmert, einen Zander fangen und dann, ja, brauche ich noch einen dicken Barsch und den kann ich hier auf jeden Fall fangen. Das hat im Training funktioniert und wenn ich den Zander und den Barsch habe, dann geht es auf jeden Fall zum Hechtangeln. Wir müssen heute Vollgas geben. Die Jungs, die jetzt gerade noch hinter mir liegen, die haben eine viel bessere Ausgangssituation. Aber das macht nichts, wir ziehen unser Ding durch und geben Vollgas. Und jetzt schauen wir, dass wir hier gleich zum Anfang einen schönen Zander überlisten. Drückt mir die Daumen, ich lege jetzt gleich los. Hey guys, welcome back. So today I need to go for big fish. I don't know what the others plan to do, but yeah, we'll only go for a few fish today. Try to catch on this spot a big pike or a big zander if I achieve to. As you can see, there is a small waterfall behind me. I will fish with everything, soft bait, hard baits, small swim baits, everything I have.
yeah, and try to catch one good fish here. We'll stick 1 hour. I have good hopes for this spot. And then we move quite a lot. I still miss the big perch. So yeah, we'll try a bit for everything today, but only big fish. Ich glaube zwar, weil ich Realist bin, dass es ultra schwer werden wird, eigentlich fast unmöglich, da jetzt im Kampf um den Titel noch mitzumischen. Aber ich habe mir trotzdem für heute ein festes Ziel gesetzt und das ist die Full Card. Die will ich erreichen. Ich habe Spots, an denen man alle Fischarten fangen kann. Das ist absolut realistisch, das zu schaffen. Und was dann am Ende für eine Platzierung steht, das ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Ich will einfach ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, zeigen, dass ich das besser kann als gestern und euch einfach eine gute Show liefern mit ein paar schönen Fischen. Ich hoffe, auch diejenigen, die ich am Vortag enttäuscht habe, die vielleicht auf mich gesetzt haben, die drücken mir jetzt trotzdem noch die Daumen, dass ich jetzt eine ganz, ganz große Aufholjagd starte. Ich glaube dran, ich bin optimistisch, ich bin motiviert und wenn ich euch im Rücken habe, dann kann da heute vielleicht was Tolles drauf werden. Ich werde jetzt versuchen, erstmal einen Hecht zu fangen. Sollte das klappen, dann geht es danach zum Barschangeln und am Ende dann noch ein Zander. Alles möglich. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück. Ich bin mega aufgeregt wieder. Ich habe heute ein Ziel, und zwar richtig große Zander zu fangen. Davon bestenfalls 2 oder 3. Also das ist heute mein Ziel. Ich werde verschiedene Kanäle, Polder befischen. Heute ein bisschen urbanes Fischen. Es ist heute sehr, sehr windig. Deswegen gehe ich nicht an die klassischen Flüsse. Diese Spots sind leider auch stark beangelt in der Regel. Deswegen werde ich ein bisschen unkonventionell heute fischen. Ich habe gestern gemerkt, dass wenige Zander gefangen wurden, dafür aber gute. Das bedeutet für mich, dass die Fische relativ inaktiv sind. Und wenn ich Zander angel, ist es in der Regel so, dass ich mich natürlich ein bisschen anpasse, wie die Zander reagieren. Und wenn die so lethargisch sind, so inaktiv, muss man extrem langsam fischen. Deswegen habe ich heute hier einen Köder fertig gemacht, ohne Snap direkt dran geknotet, denn ich weiß, der wird mir höchstwahrscheinlich gute Zander bringen. Es ist der Fat Louie in 14 cm, ein Köder, den ich sehr langsam fischen kann. Und ich habe ihn geriggt an einem 3-Gramm-Kopf. Das bedeutet, ich werde wirklich in Slow Motion diesen Köder über dem Grund präsentieren, sehr dicht am Grund, mit einer sehr langsamen Einkurbelgeschwindigkeit und ich hoffe, dass dieser Köder mir richtig dicke Zander heute bringt. Drückt mir die Daumen, auf geht's! I would like to say first cast, but in this occasion it's first drop because we're going to do some vertical fishing with a drop shot and a mega tease. Let's go! Team Westwind, here we go. 8 Uhr, auf geht's! Let's go, guys. Erster Wurf, let's go. So Leute, die meisten fischen schon. Wir sind gerade am Spot angekommen. Ihr kennt den Spot. Ich war hier schon. Halbfinale und auch One-to-One gegen Enrico. Und ja, wir hoffen, dass wir hier oder heute unsere 3 Wertungsfische in der Region fangen können. 3 Barsche hoffentlich, gegebenenfalls ein Zander noch. Drückt mir die Daumen. Let's go. Zweiter Tag, Finale YPC 2024. Also entweder waren das Barschbisse oder ich habe durch Futterfisch meinen Köder gezogen. Yes, 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 yes. Da ist einer. Das ist der, den wir brauchen. Los, bitte, bitte, bitte bleib dran. Bitte bleib dran. Gut, Einwurf. Jawohl! Jawohl, da ist der Hecht. Da ist der Hecht, den ich so sehr brauchte. Oh, das hat schnell geklappt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Den müssen wir jetzt schnell messen. Ja, Leute, da ist er. Wahrlich kein Riese mit. Er ist über 63,5, also 64 cm dementsprechend. Aber ich habe mich entschneidert heute und das ganz schnell. Gott sei Dank. Oh, echt schön. Ich bin froh. Danke, mein Kleiner. Der hat mir jetzt auf jeden Fall erstmal und schwimmt weg. Oh, der hat mir auf jeden Fall erstmal jetzt so ein bisschen den Stein vom Herzen auf jemand. Ich kann gerade gar nicht sprechen, ehrlich, nach dem Tag gestern. Einfach nur froh, weitermachen. Hier seht ihr nochmal den Erfolgsköder, den Fight Twitch von Seika Pro. Ein Suspender,
läuft sehr schön. Und ja, gerade wenn man hier so ein bisschen erhöht steht auf diesen Stegen, dann hat man halt auch wirklich die Möglichkeit, den selbst mit so einer längeren Route hier noch einigermaßen zu twitchen. Jetzt nehme ich erstmal noch das Kontrastprogramm, manchmal klappt sowas auch. Habe jetzt hier noch die schwere Version, die Ultra Heavy von der Artemis dabei, ist aber trotzdem richtig schön leicht, 2,56 Meter bis 138 Gramm Wurfgewicht. Und das ist hier der Big Sendai, den Sendai Jerk von uns kennt ihr schon, für dicke Hechte eine Nummer größer und für die Route hier absoluter Klacks. Und da gucken wir mal, ob hier nicht vielleicht an den Seiten hier irgendwo doch mal einer steht. Gerade jetzt früh morgens sind die Hechte ja oft auch noch ein kleines bisschen höher. Und eventuell wollen sie das. Ah, fuck! Alter, was für ein Biss! Fuck! Jesus, was für ein Biss, ey! Ist nicht hängen geblieben. Fuck! Boah, das war ein Zanderbiss. Ein richtig harter Biss. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat, ob die Rudenspitze im Bild war. Aber der drauf gescheppert. Boah! Was für ein Biss. Ach, come on. Kann doch nicht wahr sein, ey. Mann! Ja! Yes, da ist der erste Barsch. Kein großer, aber ein Barsch. Let's go! Na, kommt nicht mehr auf halb, ne? 31. 31 sehe ich auch, ja. 31 Zentimeter, yes! Und weg ist er, perfekt. Herrlich, Leute, herrlich. Langsames, geschliffenes C-Rig. Es ist einfach gut, egal welche Jahreszeit. Einfach ein Barschmagnet. Und das Wichtigste ist beim Biss, kurz warten, nicht sofort anhauen. Weil so einen geflavorten Krebs oder so, den nehmen Sie richtig rein in den Mund. Dann anhauen, nicht zu lange warten, nur schlucken Sie ihn. Aber das ist immer ein guter Tipp, gerade wenn Sie vorsichtig beißen. Weiter geht's. Perch, big perch. So guys, first fish, quickly, huh? We are 9 minutes in, so that's great. I guess it's close to 40. It's actually 41. So guys, the first fish, 9 minutes in, a nice perch of 41. Now we only need one zander and then we go pike fishing. Let's go. Let's release it gently with the net. Look at that. Ähnlich wie an Tag 1 ein munterer Start. Veit legt den Schneider-Status ad acta, Flo liegt nach dem Einstiegsbarsch auf Rang 3 und Ton erobert mit dem 4. Ü40er den 2. Platz. Das Erfolgssetup sollte aber auch auf Zander definitiv funktionieren. We just caught this 41 centimeter perch on a drop shot setup with our 10 gram drop shot weight. And then our beloved Megatease 9 centimeter in the color Dirty Harbor. This looks just like a small bait fish. It's the size of the bait fish at this moment. So match the hatch, try to imitate what they are feeding on and try to fish as slow as possible. I was really fishing a drop shot super slow and that's when he hammered it. Let's see if we can get a few more fish to bite. Fuck. The line broke. The line broke, so it's the fluoro who broke with the braided line, not the titanium, but crazy. Fuck. Fuck. A strong bite, but I don't know, my braided line was tangled with something, I guess, because when I had the bite, it was directly cut. So bad for me because that was probably a good fish, but yeah, still no sentence because it's the braided line who broke.
So no penalties for me. Stimmt, trotzdem ärgerlich. Anton hatte am Vortag ähnliche Probleme, angelt aber erneut dort, wo Hauptschnüre sich nicht allzu sicher fühlen. Ja, jetzt am Anfang ist ja der Plan, erstmal einen Zander abzuhaken und dann nochmal einen Barsch zu fangen. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Die wollte ich ja gestern abhaken. Und ich hatte sie ja alle dran und ich habe jetzt auch eine Theorie, warum ich die gestern alle verloren habe oder abgerissen habe. Und zwar ist der Wind gestern ja voll auf mich drauf geballert, sage ich mal. Und da entstehen unterm Wasser dann natürlich Strömungen und auch der Wind drückt die Schnur halt in meine Richtung und an die Muschelbank. Und im Training war es so, dass ich nicht einen einzigen Fisch verloren habe und gestern halt im Endeffekt fast alle. Also ja, ich habe mir gestern mal überlegt, an was hat es gelegen und ich glaube, dass das der Grund war. Die Bedingungen waren einfach ein bisschen anders. Also weiß ich, dass ich bei frontalem Wind jetzt nicht mehr an solchen Stellen fischen werde. Also das macht keinen Sinn. Aber ja, habe ich auch wieder was dazu gelernt. Seht es mal so, man lernt nie aus, wenn man am Wasser ist. Irgendwas ist immer anders. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob das hier funktioniert. Und ob die anderen schon was gefangen haben. Heute erfahren wir es ja nicht. Es ist schon wieder krasse Spannung hier in der Luft. Gespannt wie ein Regenschirm, ey. Das ist Wahnsinn. Ja, Fisch. Der ist besser. Oh nein! Nein, am Bauch, der zählt nicht. Nein, Leute. Ein schöner Barsch, aber am Bauch gehakt. Aber ich habe noch nie einen Barsch auf dem Carolina Rig fehlgehakt. Also mir passieren Dinge im YPC. Das ist echt Wahnsinn. So, und da geht er, weg ist er. Ärgerlich. Ich mache mir jetzt einen neuen Gummifisch drauf. Der rutscht mir jetzt runter. Den habe ich auch schon im Training gefischt. 2 bis zu 2 Würfe. Unglaublich. Vielleicht werden die jetzt aktiv. Mann. Bigfish Flachmann. Gleich für den 80er Zander. Ich bin so nah an der Fullcard. Ich bin richtig nervös. Okay. Haken ist brutal scharf. Neuer Köder, der rutscht mir nicht so schnell runter. Bigfish Flachmann lasse ich schon mal draußen. Der Kameramann freut sich schon. Das gibt's ja nicht, dass da kein Zander steht, der beißt. Das ist doch nicht möglich. Oh! Shit. That was a zander. Ooh. This was fresh. Completely cutted. At least we have a zander bite. That's good. Shit. Oh, what a bite. Biss. Nochmal. Jetzt. Fisch. Oh, der ist besser. Oh ja, ähnlich. Aber yes! Da ist Nummer 2. Ich glaube, der ist sogar 1 cm größer. Schauen wir mal. 33? Okay. Alles klar. Okay, dann löse ich den mal schnell. Und weg ist er. Mega. Leute, einen noch, dann haben wir die Full Card. Okay, here we go back. That's not sizable. Ah yeah. At least the first zander. And that shows you can never fish a spot. You can always fish a spot twice, because this one took it while we were fishing it in the other way. Let's release it quickly and try to get something triple this size, I guess. There he goes. Oh, Biss. Ja, sitzt.
Leute, was war das denn? Oh, scheiße. Okay. Jetzt kommt der Nachteil von diesen Keschern. Der Flo muss erstmal üben mit so einem. Wie man offensichtlich sieht. Aber ich habe ihn. Yes! Was war das denn? That's the full card, guys. Yes! Vorne dran. 29. Und jetzt werden wir uns Zentimeter für Zentimeter nach oben kämpfen, hoffentlich. Ja, ein bisschen Luft ist da sicher noch. Aber mit der Full Card angelt es sich doch leichter. Flo übernimmt die Führung. Luis verlegt derweil die Zandersuche. Ich fahre jetzt an ein anderes Gewässer und probiere da mein Glück. Sollte ich später noch einen Hecht upgraden wollen, werde ich eventuell hier einen Wurf machen, weil ich habe hier einen Hecht buckeln gesehen. Den habe ich jetzt nicht angeworfen, weil ich jetzt nicht meine Hechtroute dabei habe. Aber ich komme vielleicht noch mal wieder. Alright, auf geht's. Ein Zander. Das kann doch nicht so schwer sein, hör mal. Das war nix. Erste Stunde ist rum. Wir gehen jetzt mal ein bisschen flussaufwärts. Versuchen oben bei so Artbuchten, Buhnen vielleicht noch was zu fangen. Und dann kommen wir noch mal für ein paar Würfe zurück. Wenn das dann aber auch nicht funktioniert, dann hauen wir ab, gehen rein Zander und Hecht angeln. Ja, schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass da gleich ein Zander kommt. Aber ja, hilft nichts. Weiter geht's. Ja, that's a zander. Fuck my net. Okay. That's some redneck shit here. I'd like to say nothing for a few moments. Fuck it, it's not sizable. It's 40. It's not gonna be helping us. Oh, this was hooked very well. So, jetzt komm. Ja, nein, nicht lang genug gewartet, selber schuld. Mensch, das kann doch nicht sein. Ha? They must be here. There are many 60 plus sander normally in this spot, so. This is not coincidence, huh? That's the better one. That's sizable. That's not a coincidence, guys. We start going the other direction and we are catching zander after zander. It's 47 approved. Whew. Has this been a struggle so far? At least we have a sizable zander. I'd like to catch a bigger one, but hey, first one's in, 47 centimeters. Let's release him quickly and continue fishing, I guess. Here you go, buddy. Floop. And he's gone. Ja, die Zander, die wollen jetzt irgendwie überhaupt nicht. Deswegen, hier in dieser Einbuchtung ist ein Haufen Kraut und ich versuche jetzt mal schnell, vielleicht steht hier ein Barsch oder ein Hecht drin oder auch ein Zander, keine Ahnung, mit dem Chatterbait. Genau, Tiny Kaishin, Neuke, let's go. Now we come in the hot zone normally. That's an upgrade.
We're on fire now, but still not the size we might need. 48. The fourth sander, second sizable one, 48 centimeters, goes back immediately. Just as we came in the hot zone, there is a current outflow here, and just on the corner of the outflow, I got the bite. Let's see, in training we could catch some 60s here. Would be awesome if we can catch a 60. That's actually what I need, just one solid one. Finally. It's not huge, but it's fish. Kind of okay, kind of okay. Strong as fuck. Yeah, yes! What a hard time to have this one. First cast with the Yuzuri crank. Bring the fish. Okay, time to measure it quickly. $77. Okay, let's put him back slowly. Hopla. All good. Finally. Finally, guys. Es herrscht weiterhin viel Betrieb. Tonszander erreichen noch nicht ganz das anvisierte Maß. Sami hingegen wird mit diesem Hecht sehr gut leben können. Sofern es ihm gelingt, die kleinen Barsche aus der Wertung zu streichen. Veit wiederum wäre fürs Erste vermutlich mit jedem weiteren maßigen Fisch einverstanden. Ja Leute, auch wenn es mit dem richtig großen Hecht noch nicht geklappt hat, kann ja alles noch passieren. Versuche ich jetzt einfach, weil ich ja die Full-Card haben will, die ist mir am wichtigsten, erstmal meine Barsche voll zu machen. Ich hoffe, das klappt, ich hoffe. Also im Training hat es funktioniert. Ich mache einen 9 cm Speedchat dran. Green Tomato, Wasser ist jetzt so mäßig eingetrübt, aber Barsche mögen es ja auch manchmal ein bisschen auffälliger. Ein von unseren Saka Project-Köpfen hier, Hakengröße 1,0, passt da sehr gut dazu mit 10 Gramm. Und hier die Artemis ML, 2,38 Meter mit einem Wurfgewicht von 8 bis 42 Gramm. Also eine richtig geile Route für große Barsche auch, aber auch gar kein Problem, wenn da mal ein größerer Hecht dranhängt sozusagen. Und sogar meinen größten Zander dieses Jahr habe ich mit der Route gefangen. Da habe ich mich riesig gefreut, war ein mega Drill. Auf dem Chatterbait übrigens gefangen, also kann man mit der Route auch sehr schön fischen, aber jetzt hier darf ich nicht so viel Zeit verlieren. Werde jetzt hier also versuchen, den Köder hier ja, etwas aggressiver zu faulenzen, vielleicht auch ein bisschen anzuschicken und hoffentlich sind die Barsche zu Hause und beißen auch. Ja, haben wir ab, oder? Okay. Okay, let's go. Prime area has been done. Let's go to the next stretch. Just a short stretch and then we go to the bridges. Let's go. Gibt's hier nicht Markenkleber? Wer ist Bison? Oh, fuck. Egal, Bison muss richten. So Freunde, falls ihr euch erinnert, das ist mir schon mal passiert beim YPC. Ein Köder fängt extrem gut und irgendwann geht dann auch bei mir quasi die Reserve aus. Das ist leider jetzt gerade passiert. Ich habe beim Training sehr gut auf den Fat Louie 14 cm Carpe Nostra gefangen. Aber das Problem ist bei dieser Angelei in Poldern und Kanälen,
Man verliert leider auch den ein oder anderen Köder. Man bleibt oft hängen. Die sind relativ flach. Es ist sehr, sehr viel Müll, Fahrräder in den Poldern. Und das ist mir jetzt gerade passiert. Ich habe nur noch einen. Und der ist schon ein bisschen durch. Der hat Fische gesehen und der rutscht mir immer runter. Und ich finde in meinem Kofferraum oder in der Ladefläche finde ich meinen Sekundenkleber nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt zum nächsten Spot fahre und mich die ganze Zeit ärgere, dass mein Köder runterrutscht, habe ich hier einmal den guten alten Bison-Sekundenkleber gekauft. Wer kennt ihn nicht? Und der wird hoffentlich jetzt alles richten. Jetzt fahren wir zum nächsten Spot und da gibt es einen Zander. 100%, ich bin so sicher. Jetzt wird's knallen, Freunde. Nee, ne? Shit, die Scheißkappe verloren. Okay, nochmal parken. Ist sie zwischen den Stuhl oder? Fuck my life. Das ist das, was ich brauche jetzt. Ich brauche diese scheiß Kappe, sonst kriege ich den nicht nochmal zu. Fuck. Junge, es kann doch nicht sein, dass diese scheiß Kappe jetzt weg ist. Fuck my life. Was mache ich jetzt mit diesem scheiß Bison? Okay, das wird ein Einweg-Bison. Fuck. Das gibt's doch nicht. Junge. Ich habe den Bison-Deckel gefunden. Okay. Stunde der Wahrheit. Soll ich mir nur die Karre nicht versauen? Muss perfekt gerade sitzen. Vor allem, wenn man so leicht fischt, ist es extrem wichtig, dass der Haken wirklich perfekt gerade ist. So, du darfst dich noch ein bisschen ausruhen, bevor du gleich hoffentlich gefressen wirst. So, Bison for life. Ohne Bison, ohne mich. So, jetzt aber schnell zum Spot. Genug Zeit jetzt hier verplempert. $20% erfasst das ganze Sortiment. Routen, Köder und viel mehr. Komm schon Leute, kauf uns leer. 20% erfasst das ganze Sortiment. Vielen, vielen Dank an die gesamte Community für ein unglaublich 2024. Daher haben wir ein Geschenk für euch. 20% auf fast alles. Einfach hier auf den Link klicken, Produkte auswählen und an der Kasse Danke 24 eingeben. Der große Christmas Sale am 25. und 26. Dezember auf hechtundbarsch.de. Hi guys, Ton van Am here from Western Fishing, and I would like to take this chance to show you the new W8 rods I've been using during YPC Bank. These rods have the finest Toray blanks, quality Fuji components, and we have various rod series to fit your need. Check them out. Der erfolgreichste Hechtköder von LMAB trifft auf die erfolgreichsten Hechtdekore von Monkey Lures. Die neuen Drunk Dancer Dekore ab sofort im Handel. Die Federleichte wird endlich schwer. Wir bei LMAB erweitern eine der beliebtesten Routenserien Europas um 5 weitere Casting-Modelle. 10 bis 30 Gramm und 15 bis 50 Gramm die Allround-Wunder. 20 bis 80 Gramm und 30 bis 100 Gramm für alle Medium-Ködergrößen und als Spaßrouten am Polder.
Und zu guter Letzt eine 40 bis 150 Gramm Version zum Angeln auf die richtig großen. Jedes der Wurfgewichte ist perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Routenlängen, natürlich im gewohnt modernen Design und nur echt mit der Mücke drauf. Die neuen Lamustique-Modelle ab sofort in deinen Tackle-Stores, denn federleicht muss nicht teuer sein. So, ich habe mich für einen Spotwechsel entschieden. Wir fahren jetzt nochmal an eine andere Schleuse. Ja, da hoffe ich, dass wir den einen oder anderen Barsch fangen können. Die ist ein bisschen tiefenabhängig, deswegen beeilen wir uns jetzt. Ich hoffe, dass da keine Strömung ist. Also das ist einer der wenigen Spots, die ich am liebsten ohne Strömung befische. Deswegen ja, gucken wir mal, ob wir da den einen oder anderen Barsch verhaften können. Ich habe da in der Vergangenheit schon echt große gefangen. Aber es ist oft ein großer Fisch und das war's oder gar nichts. Jetzt. Und der fühlt sich gar nicht so schlecht an jetzt. Der fühlt sich überhaupt nicht schlecht an, der Fisch. Das ist ein dicker Barsch. Das ist sogar ein dicker Barsch jetzt. Ey, bitte bleib dran. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Ey. Kescher liegt bereit. Oh ja. Könnte sogar 40 haben. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Oh ja, den brauche ich so sehr. Und er ist drin, Leute, er ist drin. Ey, was für ein Befreiungsschlag. Was für ein Befreiungsschlag ist das? Oh, Köder schon ausgeschlitzt, aber ich habe ihn safe im Kescher. Oh, jawohl. Schnell den Fisch messen. Oh, Gott sei Dank, kein schwarzer Tag heute für mich. Kein schwarzer Tag, yes. Oh, ist das schön. Den messen wir jetzt schnell, komm. Leute, egal, auch wenn es mit dem Sieg nichts werden sollte, aber so ein Fisch hier, der ist doch für den YPC schon halbwegs würdig. Und da gucken wir schnell, wie groß er ist. Ja, er liegt vorne an und hat 42,5, 43er Barsch. Tipptopp, geiler Fisch, geht wieder rein. So, mein Freund, der darf wieder schwimmen. Und tschüss. Jawohl. Wasser ist auch relativ klar. Da könnte ich mit dem Lipless Crank, wenn jetzt vielleicht auf Gummi noch einer geht und die dann nicht mehr darauf reagieren sollten, na, erst mal schauen. Wir sind auf dem Weg zur Full Card. Okay, let's move. I think I missed the big fish on the spot. Still achieved to have one, the smallest fish I can imagine for this spot, but that's how it is. It's tough, there's no current, so we will be happy with this fish. I don't know what the others are catching today. And now we move. We stop at a series of pike spots that we fish quite fast. And yeah, let's try to... I still miss one fish on the card if I'm not wrong, so let's try to catch one more proper pike. Ja, wir sind jetzt immer noch am gleichen Fluss, aber jetzt in meiner Hechtstrecke. Und ja, wir probieren jetzt hier schnell 1, 2 Hechte zu fangen. Schnell, hoffentlich. Und wenn das klappt, dann voller Fokus auf den Zander. Barsch hat jetzt nicht mehr funktioniert, ist jetzt so. Aber jetzt brauchen wir Hechte. Ich starte hier ja, mit Mäusen, Jerks und ja, später, bevor ich die Buhne verlasse, schmeiße ich immer noch einen 30er Bulltease, einfach um die Fische, die vielleicht hier faul rumliegen, einfach noch mal zu reizen. Und ja, das ist der Plan. Drückt mir die Daumen, dass er funktioniert. Fisch. Der nächste Barsch. Fühlt sich nicht ganz so groß an wie der erste, aber aktuell nützt mir ja jeder Fisch was und total klein ist der, glaube ich, auch nicht. Naja, aber maßig auf jeden Fall. Maßig ist der. Oh, komm. Oh, ja, weg. Scheiße. Naja, war eh nicht besonders groß. Vielleicht kriegen wir da noch einen besseren. Sie sind da. Fisch. Yes. Ja, ist auch die Größenordnung leider nur. Aber diesmal ist er wenigstens drin. Und der bringt zumindest Punkte. Köder schon wieder raus. Schauen wir mal. Der hat 27,5, 28. Na, immerhin.
alles zu. Also das ist ein Spot, hier kann man mit gewinnen, aber man kann auch alles verlieren. Denn man kann hier auch ziemlich einfach ins Wasser fallen. Aber wer nicht riskiert, nicht gewinnt. So, nur das Keschern, das könnte problematisch werden. So. Hier ist echt nicht viel Platz. Und Spinnweben. So. Gemütlich ist anders, aber was man nicht alles macht für einen Fisch. Guck mal, das ist doch optimal so. Das ist doch Opti. Sitze wieder Affe auf dem Schlafstein. Ihr seht schon, ich habe eine ziemlich komische Position hier eingenommen am Spot. Der Spot ist halt unter der Brücke. Da ist ein Flachwassergebiet mit vielen Steinen. Das muss ich erwischen und ich habe sonst echt Schwierigkeiten vom Winkel her da drunter zu werfen. Was ich jetzt zusätzlich machen werde, dadurch, dass ich so einen leichten Kopf benutze, 3 Gramm, ist es möglich, dass ich über die Wasseroberfläche meinen Köder skippe. Also der springt dann quasi über die Wasseroberfläche und erreicht sogar quasi das Wasser hinter der Brücke und kann dann quasi einmal komplett die Brücke abfischen. Es ist wichtig, relativ leise zu sein, nicht zu viele Würfe zu machen, dafür lieber gezielte Würfe mit dem richtigen Köder, denn auch hier das Wasser ist sehr flach, die Fische sind schreckhaft, hier wird viel geangelt, deswegen versuche ich extrem langsam, ohne große Scheuchwirkung, meinen Köder dazu präsentieren. Drückt mir die Daumen, dass der Plan funktioniert. Ich leihe meinen Köder ganz langsam über den Boden. Vor allem größere Zander, die sind selten sehr aggressiv drauf. Sie sind neugierig, gucken sich gerne den Köder an, aber verfolgen ihn auch sehr lange. Würde ich jetzt quasi klassisch jiggen, würde sehr unnatürlich schwimmen, wenn er immer wieder schnell zum Grund kommt, wenn ich sage jetzt mal klassisch hier mit einem 10 Gramm Kopf angeln würde. Deswegen fische ich gerade ein bisschen anders, um halt auch die großen Zander zum Biss zu überzeugen. So now guys, we're gonna fish a lot of different spots for pike. This one is one of the largest one. And then it will be like a lot of really small spots where I think the pike will not move between my training and today. Here was a good one, so I want to try, but it's possible that the pike move and the spot is not full of pike, so I don't want to fish it all along. I just hope that the fish is still around. Lass mich hier heute ein bisschen im Stich, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier los? Okay, let's go to the bridges. As I said, this is just a really short stretch. Yes, da ist der nächste. Oh, schnell, den brauche ich jetzt auch. Oh, eigentlich auch wieder noch ganz knapp. Aber er ist drin. Perfekt. Ah, wird doch. Es sind sogar 31. Ja, genau 31. Perfekt. Jetzt macht ihr keinen Fehler, Carpe Nostra. Sehr gut. Feiner Junge. Yes. Wie geil. Gleich der nächste Wurf, noch einer. Oh, ja, ist drin. Sehr schön. Das ist jetzt 30,5 hier der Fisch. Und damit ist es ein 31er. Schön. Fisch an. Good fish. Oh, bad with the Fluoro Stangle. Come on.
It's inside, yes. Yes. Okay, nice fish. Up. Wow, still full of energy. The fight was quite fast. 84. Whew. Okay, let's release this fighter slowly and surely. Up, up, up. It was a small try. I didn't expect it to catch one on the waterfall. I was expecting to catch a smaller one on the upper part. So yeah, it was a surprise. On the perch chat chrome 14, a killer. For polder fishing guys, a killer. Let's continue. Sami drückt aufs Gas. Der Belgier holt die zweite Full-Card des Tages und übernimmt die Führung. Übrigens hat Veit vorhin die rote Laterne erstmals abgegeben und muss das ursprüngliche Ziel Ehrenrettung hier vielleicht sogar noch mal nach oben korrigieren. Währenddessen droht Luis nun doch ein empfindlicher Verlust, trotz Bisonkleber. Ich probiere noch was. Ich probiere noch was aus. Mann, ey, mein letzter Carpe Nostra, das kann doch nicht sein. Fuck. Ach, fuck off, Alter. Das ist alles scheiße. Das ist alles Kacke, Mann. Wow. Das war knapp. Ja, Mann! Here we go! Junge! Bison sei Dank, ey. We got him. We got him. Du lässt mich heute nicht im Stich, Junge. Ich brauch dich. Oh, scheiße! Boah, fuck! Eieiei. Das kann nicht sein, Mann. Yes! Ah, dieses Schütteln, das ist so schön. Ah, der fühlt sich jetzt ein bisschen besser wieder an. Ja, ja. Und er ist im Netz. Sehr gut, schön. Wenn es dann einmal läuft, dann läuft's. Schöner Fisch. Er macht auch brav die Stacheln hoch. Und gucken wir mal, wie groß der jetzt ist. Er bringt auf jeden Fall wieder ein paar Punkte mehr. Das ist also eine Verbesserung. Der hat ja 34, also 34,5 kriegt er nicht, aber 34 hat er überschritten. Hier der Fisch und hier der Erfolgsköder. Und dann kann ich mal noch ganz kurz sagen, der geht jetzt erstmal schnell wieder rein. Das passt von der Höhe. Und man kann ja mal sagen, hier bei dem Speedchat sind nicht nur mit Knoblauch geflavored, die halten vor allen Dingen auch. Also das war jetzt der 5. Barsch, noch diverse Fehlbisse und der ist noch absolut top hier, auch der Haken natürlich. Bei manchen anderen ist das dann nicht ganz so, die werden jetzt schon kaputt. Nö, aber fische ich weiter. Eigentlich müsste ich den jetzt weiter angeln und vielleicht noch mal irgendwie wieder ein paar Pünktchen. Aber ich werde auch gleich noch mal einen Köderwechsel machen, ein bisschen was Größeres. Vielleicht bringt das noch mal einen größeren Barsch. Aber jetzt muss ich mal weitermachen. We are at the next spot. You might recognize this one. I caught already many Zanders here and we're going to try if we can catch a Zander. Let's go. Hot cast. I tried to catch a nice pike here and I think he hide often under this. So yeah, no big chance, but I try with the frog. We never know, it's 10 more points. So yeah, if he bites on the frog, it's good for me. Yes! Oh, war wieder einer. Jetzt drückt es wieder, ja, sind sie wieder voll da, wenn das hier rausdrückt. Big one. Pike. Shit, pike on drop shot.
First cast. I think he's hooked in the corner, but I'm not sure. So we drill him. Very careful. It's a good one, huh? Yeah, it's in. Woo! First cast, guys. That's an 80. We made it, the full card. What? Yes! So now we go all in for a big sander. Yes! Look at that, guys. Wow, a big pike. He hammered a mega tease, and we have luck because he was hooked just in the corner. Let's see how long he is. 92 approved. Let's release this big mama. That's a game changer for me on a drop shot with a mega tease. Look at that. Full card and a good pike. And we are not in the polder yet, so maybe we can catch another big pike in a polder system. Wow, this is, I felt it, I set the hook, whoosh, whoosh. This is always pike time, and I was scared to lose it because I have thin fluorocarbon, but not thin. I took 40 because I know pikes take it. So this is why I drill it slowly. So I don't really have a choice. Drop shotting with much higher fluorocarbon or much thicker is really not presenting in the right way. So at least we got lucky, 92, and let's put it in. Der Hecht hätte wirklich zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Damit wird der geplante Ausflug an den Polder optional. Stattdessen kann Ton mit voller Karte nun alles auf Zander setzen oder vielleicht sogar den Topwater-Bonus in Angriff nehmen. Nach dem brenzligen Drillen muss aber natürlich als allererstes das Material überprüft werden. Definitely need to change it. Oh, it's still very strong. So I use 40 because you can catch these pikes. I've had it in training also. I like to go slightly bigger and still be in the right way of presenting the bait. So which fluorocarbon do I use? I will show you. As I retie always a drop shot after a pike, you never know where there is a small crack. So let me show you. This is the fluorocarbon I'm using. 0.44 tough condition fluorocarbon, so our stiff version, especially for this reason. So let's retie and make another cast. Also der Plan bisher geht überhaupt nicht auf. Wir haben jetzt hier ein paar Buhnen abgefischt. Keine Ahnung, warum die Hechte nicht beißen. Sie sind auf jeden Fall hier, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich im Training da echt gut Rückmeldung hatte. Aber wir haben jetzt noch 2 andere Buhnensets, an denen das auch funktioniert hat. Da fahren wir jetzt hin, probieren es und fischen aber parallel schon ein bisschen auf Zander, weil langsam ja, läuft mir die Zeit davon. Ist jetzt glaube ich knapp 11 oder so und ich bin noch fischlos und das ist ganz schlecht. Deswegen jetzt relativ flott zu den nächsten Buhnen. Hecht, Zander, drück mir die Daumen, ey. Es ist zäh bei mir heute. So Freunde, das war der Spot an der Brücke. Hier hatte ich echt viel Hoffnung drin gehabt. Nicht die größten, aber ich hatte die Hoffnung, dass ich wenigstens irgendwie so einen 60er Zander oder so bekomme. Kein Biss, kein Kontakt, gar nichts. Traurig. Was ich jetzt machen werde, ist Gewässer wechseln. Ich fahre jetzt an den Polder und versuche dort meinen Zander zu bekommen. Also, let's go! Ja, Fisch an.
Let's see how long it is. 83. I have the half. It's back? Yeah, it's back. Quite happy because I knew the fish was there and he was not biting for like 15 minutes. So I was a bit losing hope, and then in the end he came for the swim bait. So quite happy, and let's continue. So, liebe Zuschauer, nachdem ja in der ersten Tageshälfte mit der Aufholjagd es ganz gut schon vorangegangen ist, brauche ich jetzt nur noch einen Zander. Und eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt. Ich habe nämlich jetzt 4 Stunden Zeit noch fast dafür. Hier an dem Spot haben wir im Training mehrere Zander gefangen. Wetter war sogar relativ ähnlich. Also die Sonne ist jetzt auch ein bisschen weg. Es soll jetzt tendenziell bewölkter werden. Ob die heute auch da sind, ich war nur das eine Mal da, das kann ich nicht sagen. Das werden wir sehen. Aber ich versuche es auf jeden Fall und Zeit habe ich prinzipiell genug. Ich werde so fischen, wie wir es hier auch gemacht haben im Training. Ja, Moment, zur Not muss ich zum Auto gehen und noch mal welche holen. Aber hier, die Farbe hat gefangen. Der Bleikopf ist allerdings zu schwer. Bloody Belly machen wir einfach ab. Und 9 drauf. Und dann kann das was werden. Nächster Spot. Es geht auf Big Fish, Freunde. Es geht auf Big Fish. Ich hoffe, ich verzettel mich nicht mit der Mission. Aber ich habe mir gedacht, beim YPC-Finale, da muss man halt ein paar dicke fangen. Aber mittlerweile würde ich auch 50er mit Kurs an den, muss man sagen. Fangen wir an. That's a zander, but it's too small. Fisch, Fisch! Oh! Gleich direkt nach dem Auswerfen, aber fühlt sich... Was ist das? Auf jeden Fall schon mal den Zielfisch. Schnell wieder fix rein. Mal sehen, ob da noch ein größerer kommt. Neues Spot, neues Glück. Schauen wir, dass wir hier einen Hecht oder einen Zander fangen. Am besten beides. Oh fuck, was für ein Biss! Fuck! Fuck! Was für ein Biss! Fuck, das war ein Zetti. Das war ein richtig schöner Talk. Oh, Biss gehabt. Scheiße. Biss gehabt. Fisch on! Oh, danke. Danke. Boah, das war krass. Ich habe ausgeworfen und er hat den im Fall genommen, den Köder. Ich bin so happy, Freunde. Ich habe die Full Card. Und darauf habe ich geangelt. Nie auf so einen Fuffi, auf so einen kleinen Zander, sondern auf einen etwas besseren Fisch. Er ist jetzt tatsächlich nicht der 80er, auf den ich heute gepokert habe. Also ich lasse noch ein bisschen Luft nach oben, Freunde. Das seht ihr dann in der zweiten Hälfte. Dann kommt nämlich der Big Fish Flachmann raus. Aber das sind auf jeden Fall die ersten wichtigen Punkte für mich. Ja. Da sehen wir ihn. Fat Louis, 14 cm, 3 Gramm Kopf. Ultra langsam gefischt. Ultra langsam. Aber das hat den Fisch gebracht. Glatte 70. 70er Zander außen poldern. Und guck mal, wie voll der ist mit Igeln. Der ganze Körper. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Die sind sehr lethargisch auf dem Boden. Und dann setzen sich natürlich die ganzen Igel dran. Sehr inaktiv, die Kameraden hier gerade. Aber egal, ich bin happy. Du kennst das Spielchen. Nicht verpetzen. Und bis zum nächsten Mal. Happy, happy. Ich bin so happy. Jetzt setze ich mich erstmal kurz hin und genieße das für eine Minute. Die Minute Pause ist nach dem Zander auf jeden Fall drin.
Der Dortmunder tütet als Vierter die Fullcard ein und erobert den Platz an der Sonne. Allein der niedrige Barsch-Score stört das Gesamtbild. Noch mehr gilt das allerdings für Flo. Der ist nach kurzem Intermezzo wieder an seinen Ausgangsspot zurückgekehrt. So, moin zusammen, wie wir im Norden sagen. Wir sind zurück. Hat sich nicht gelohnt, der Spot-Change. Ich hatte auf einen Fisch gehofft, der kam nicht. Jetzt fischen wir den Spot hier noch mal ein bisschen aus, hoffen, dass wir unseren 29 cm Barsch upgraden können, zumindest zu einem 30er. Und vielleicht klappt es ja mit einem größeren, schauen wir mal. Komm, jetzt talk doch mal rein. Das ist doch nicht mehr normal. 2 more casts and I did the whole bridge and then we moved to the polder to do topwater fishing quickly and then we continue zander fishing, of course. That's our biggest upgrade at the moment. Yeah, bike. Good that I have the titanium leader. Yeah. Good one. Yep. Nice fish. Nice fish. Okay, let's check how long it is. Okay, it's on. 87. Nice fish. Not what I was looking for here, but still, I take it. Yes! Let's continue. Ja Leute, ich bin jetzt doch noch mal schnell zum Auto gespottet und habe mir, weil wir hier wirklich sehr leicht angeln, 7 Gramm Kopf. Das geht mit der Artemis Medium auch, aber mit der Artemis ML macht es natürlich viel mehr Spaß. Wie gesagt, ist tendenziell eher eine Route für große Barsche, aber ein Zander auch gar kein Problem damit natürlich. Wie gesagt, habe ich dieses Jahr sogar meinen größten damit gefangen. Es ist bei dieser Zanderangelei ja eigentlich immer das Problem, ihr braucht ja diese relativ harte, schnelle Route, bloß um den Anhieb auf Distanz durchzubekommen. Das ist eigentlich das Einzige. Zander ist kein großer Kämpfer, da könnte man eigentlich mit einer sehr feinen Route angeln, würde auch viel mehr Spaß machen. Aber gerade bei einem großen Zander kommt dann auf Distanz mit dem Gummifisch der Anhieb leider nicht durch, weil die großen Zander eben ein echt hartes Maul haben. Aber ich denke, die Route ist hier ein guter Kompromiss. Die hat bis 42 Gramm Wurfgewicht und die ist wirklich sehr schnell und hat auch Rückgrat. Also von der Wurfweite her sollte es auch hinhauen und vom Ködergefühl mit einem 7 Gramm Kopf auf jeden Fall besser als die Medium. Die macht eigentlich erst ab 10 Gramm so richtig Spaß. Obwohl ich ja auch die 2 Bisse sogar von den Mini-Zandern wahrgenommen habe. Aber mal schauen. Vielleicht geht es jetzt hiermit noch ein bisschen besser. Weit rauskommt tun wir auch. Wind ist im Rücken. Bremse härter einstellen. Die habe ich noch vorhin vom Barschangeln eher leicht eingestellt. Zander, da muss der Anhieb durchkommen. Da darf die Rollenbremse nicht zu weich sein. Auf gar keinen Fall. Vor allem nicht schon beim Anhieb darf sie irgendwie arbeiten. So, und jetzt mal gucken. Boah, ich krieg schon eine lahme Schulter von diesem langsamen Fischen. Ah, fuck! Boah, ich hab aber echter Pech, Mann. Oh, dann kriegt man jetzt endlich mal wieder ein Biss und dann hängt er schon wieder nicht. Ah, ist das bitter. Oh, der könnte ein bisschen besser sein. Jo, der ist besser. Der ist besser. Jo, der ist besser. Oh ja. Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja! Yes! Ja, ich wusste es. Yes!
So, scalen das. Da sieht man es, voll weggenommen, die Craw. Mega. Wunderschöner Barsch. Richtig, richtig cool. Guck mal, wie der aufstellt. Yes. Ist dran? Ja, der hat die 40. Wunderschöner 40er Barsch. Ich bin mit Oliver unterwegs. Ja, der hat das Golden Ticket gewonnen, heute mitzukommen. Und den setzen wir jetzt schnell zurück. Ja, cooler Fisch, oder? Oh, jetzt er. Und weg ist er. Oh, yes, Leute. Ein 40er Barsch. Davon noch 2 Stück. Das wäre mega. So. Oliver hat sich Zeit gelassen. Jetzt wird er aber vielleicht doch noch zum Glücksbringer. Nach Samis jüngstem Hecht und nun diesem Barsch deutet sich hier immer mehr ein Vierkampf an. Bei Flo, Sami und Louis ist jeweils der Barsch die Zielfischart mit dem größten Upgrade-Potenzial. Bei Ton würde eigentlich ein guter Zander am meisten helfen. Wie vorhin angedeutet, hat der Belgier nun aber erstmal etwas anderes im Sinn. So guys, as we mentioned, we are going to try and catch a pike on topwater in the polder. Let me first describe my setup. We have a new rod series, W8, and in this series I prefer the Power Strike 2 meters 40 for a polder. Seems long, but it's nice to get behind the vegetation. I don't like a too short rod in the polder. It has a casting weight up to 80 grams, which is very much all round for polder fishing. I never use very high weights. Western Swim, for example, is nearly 60 grams. This is perfect to cast. I have my W6 bait casting reel. 201 size is perfect for polder fishing. A 301 I would recommend for boat fishing for pike. Then a thick fluorocarbon leader, more than 1 millimeter, very important, and a spot on top walker to catch the pikes on topwater, hopefully. Let's see if they are willing to play, and let's get them. It's hard with the wind in the line, but it's okay, I guess. If they just see a little bit of movement, I guess they take it here. Big one! Well, that was quick, and it's a big one. Guys, we are on fire! On freaking fire! Yeah. Hold on. 90? Unbelievable, guys. 90 centimeter in the first 10 minutes. Let's release it immediately. Yeah, it's a nice pike. There he goes. He's nice and fat also. Oh, that counts as a meter pike. Now we are really on fire. Let's continue on this note. Wahnsinn! Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Aber damit ist der kleine Zander zumindest teilweise kompensiert. Weil wir den Biss leider nicht auf Kamera festhalten konnten, nimmt uns Ton noch einmal mit. This was crazy. The topwater landed in the weeds here, very much in the corner. It landed, one twitch, boom, and he was on it. Unbelievable. But I can imagine this was nearly impossible to film for the cameraman. So nothing to do about that. He took it right here in this reed corner. Amazing bite. Oh, I'm a little bit flabbergasted. Let's continue fishing. Jetzt aber.
Mein Gott. Oh. Oh, Gottes Willen. Oh mein Gott. Es ist ja schon echt lustig halt. Oh. Ey, was ein Tag. Aber immerhin, wenn man jetzt mal die zweite Fisch hat. Ja, das Maß hat er vielleicht gerade so. Er hat, was sind das, 44. Und zack. Boah. Ey. Es ist hart, es ist wirklich hart. Ich kämpfe mich hier durch. Ich bin richtig am Beißen, ihr könnt es euch vorstellen. Im Finale den ganzen Vormittag gar nichts, dann einen schönen Hecht verloren oder Fehlbiss. Und jetzt endlich mal der erlösende Fisch. Jetzt gibt's Gas, Mann. Drückt's mir die Daumen. Das muss jetzt nur irgendwas passieren. Jetzt scheinen gerade hier momentan nur die Kleinen so am Start zu sein. Ich weiß aber, dass hier auch definitiv größere durchziehen. Es ist alles eine Größe hier. Süß sehen sie ja aus. Also für Nachwuchs ist auf jeden Fall definitiv da. Oh, schön, der ist schon vom Haken runter. Ja, schön, aber leider definitiv untermaßig, geht sofort wieder rein. Köder funktioniert, Spot funktioniert, nur die Fischgröße stimmt nicht. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, wenn das hier so weitergehen sollte mit den kleinen Zandern, vielleicht sogar den Mut zu haben, hier in der Nähe irgendeinen anderen Spot mal zu fischen, so mich auf mein eigenes Gefühl zu verlassen. Also da müsste ich jetzt echt noch Google Maps anstrengen und sowas. Naheliegender ist es einfach, dass hier vielleicht mal ein ordentlicher rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist heute das zweite Mal, dass ich hier die Stelle fische. Wie Flo beackert Veit seine Spots heute mehrmals. Und auch in Louis' Fall erleben wir ein Déjà-vu. Das Einzige, die Schleuse darf nicht aufgehen, dann ist mein Kescher im Arsch. So, ist alles zu. Nicht, dass ich irgendwas verliere hier. Ich bin eigentlich kein Freund von Höhe. Das ist jetzt nicht wirklich hoch. Aber trotzdem ist mir ein bisschen mulmig, muss ich sagen, an dieser Stelle. So viel Einsatz für ein paar Fische. Ey. Muss ich doch mal jetzt hier lohnen an der Stelle. So. Konzentration. Direkt den perfekten Wurf machen. Erster Wurf. Oh, ich habe gesagt Konzentration. Oh, und einen perfekten Wurf machen. Was ist mit dem scheiß Kescher los? Bitte nicht abgehen. Bitte nicht abgehen. Wow. Wow. Ich hab's gesagt. Den perfekten Wurf machen. Alter, das ging mal schnell. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich wieder hochkomme. Das Scale ist noch richtig glitschig. So, Aufzug. Wieder der geleierte Köder. Guckt euch das mal an. 3 Gramm Kopf, der Fat Louis in 14, voll eingesaugt. Oh, beste. Berührt die halb, oder? Super. 59,5, 60 cm Zander. Perfekt, der kriegt jetzt den Aufzug. So, kleiner. Oh. Noch schoner kann man die nicht releasen hier. Ah, da ist er raus. Junge! 60 cm Zander, der bringt noch mal ein paar Punkte, glaube ich. Der haut jetzt einen kleinen Hecht raus. Bam, 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 bam! Erster Wurf. Ich habe mir gedacht, ey, ich muss jetzt einmal perfekt werfen, einmal perfekt die Spur genau an der Struktur entlang absinken lassen. Angefangen ganz langsam zu kurbeln. Boom!
So sollte Angeln immer sein. Und nicht wie heute den ganzen Tag hier 1000 Sachen im Kopf gehabt, 1000 Sachen probiert und gemacht und irgendwie geht gefühlt nur die Hälfte auf, aber so ein 80er Zander, der wird mir noch gut stehen. Die schwimmen hier rum, aber bis jetzt habe ich noch keinen gesehen heute. Während Luis die Augen weiter offen hält, scheint Sami plötzlich etwas erspäht zu haben. Fucking huge perch hunting, guys. Huge perch. Fuck, too late. No, it's there, it's there, it's there. 5 big perch, 5 big perch. It's like 545 plus. A small one, but hey, top of the points or top of the points, and the bite was crazy. Bingo! Look at that, guys. A pike of 55-60 centimeters that hammered the topwater bait. Let's just measure him because I know he has to be sizable. So let's make sure we are playing by the rules, that we don't have problems. You can see it's clearly sizable. Let's release it. Bye bye. Ah, yes! The bite! This is so cool, topwater fishing. Really smashed it like there was no tomorrow. Let's send it in the group. This is our spot on top walker, so it's a nice walk the dog style, especially in this color. It's really reflecting a lot of light. The pikes in this place, they can't resist it. Really cool to have some topwater action. I'm gonna try to catch one more and then we're gonna go all in for a good sander. Let's go. Sami hätte mit dem Barsch auf Sicht möglicherweise anschließen oder sogar vorbeiziehen können. Stattdessen baut Ton jetzt die Führung aus. Für den Belgier läuft's inzwischen richtig rund. Zur gleichen Zeit muss Flo einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Ja Leute, kleiner Super-GAU. Ich hatte gerade einen schönen Biss, hatte einen schönen Fisch dran. Ist leider abgerissen. Bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob es vielleicht ein kleiner Hecht war. Hier sind Hechte relativ selten. Oder ob die Schnur vielleicht beschädigt war. Das kann natürlich auch sein. Ich habe das Vorfach schon den ganzen Tag gefischt. Das ist mein Fehler, das ist blöd gelaufen. Gibt jetzt eine halbe Stunde Strafe. Das heißt, ich muss um 15:30 Uhr schon aufhören statt 16 Uhr. Das ist super ärgerlich, weil die Abendstunden oft noch mal gut sind für einen großen Fisch. Lässt sich nicht ändern. Ärgert mich selbst persönlich sehr, auch für den Fisch, aber scheiße gelaufen. Oh, schade. See, fish is around. Fish is around. I need to find a good way to catch it. Also, sorry, da müsste ein Zander sein. Hier müssen Zander davor stehen. Und ich glaube, hier sind es nicht nur kleine. Also hier müsste eigentlich ein guter Fisch auch sein. Ich glaube aber, hier muss ich ein bisschen schwerer fischen. Versuchen mal hier. Da. 10 Gramm, bam. Schnell jetzt. Jetzt kommt es drauf an. Der Spot sieht wirklich gut aus. Vielleicht ist das jetzt hier die Stelle, die mir den maßigen Zander bringt.
Bisschen umständlich zu angeln, aber sollte gehen. Jetzt. Ja. Okay. Ja. Schöner kleiner Zander. Kommt gleich zurück. Der soll mir seine Geschwister, die Großen, vorbeischicken oder die Oma. Aber immerhin ist jetzt noch ein bisschen Action bei mir. Das ist doch schon mal was. Ja! Big one! Bingo! 3 pikes on topwater. 3 pikes on topwater. Now we are dangerous. It's exactly 82. So that's not an upgrade, I guess. This is unbelievable. 82 centimeters on our spot on top walker again. We have 30 extra points and a big upgrade on the popper in the beginning. Let's release this beautiful 82 centimeter pike. Let's go. Hold it gently until it goes, and there it goes. Okay, let's get the hell out of here. We have some zander fishing to do. Yes, come on guys. Was soll man dazu sagen? Ton holt die maximale Bonuspunktzahl, während der Rest das Topwater-Angeln gedanklich auszuklammern scheint. Um von Vorentscheidung zu sprechen, ist es noch zu früh. Was aber auf jeden Fall klar ist: Um Ton noch zu schlagen, benötigen seine Verfolger in den verbleibenden 2,5 Stunden Ausnahmefische. Ja, oh, guter Biss, scheiße, aber die sind da. Oh nein, was ist los? Der nächste Biss und dahin wieder nicht. Oh nee. Shit. Ja, sicher. Wow, wow, wow. What a strong fish. Yes! Finally! That was a bit loud, sorry. So yeah, I decided to move, and on the shallows, this really nice perch, let's measure it there. 46. So happy guys, best fish ever. Let's release it. Bye bye. Come on. Let's report this insane fish. Den hat Sami eigentlich für Tag 1 geplant. Dennoch kommt dieser Barsch natürlich ganz genau zur richtigen Zeit. Trotz fehlender Topwater-Punkte rückt Landsmann Ton damit wieder in Schlagdistanz. Und wir steuern hier doch noch auf ein spannendes Finish zu. Noch spannender würde es natürlich, wenn auch der nun Drittplatzierte noch einmal nachlegen könnte. Das war's jetzt mit dem Spot hier. Ich muss einmal ins Auto und mir Gedanken machen, was ich mache. Hechte upgraden. Zander sind irgendwie nicht so richtig im Modus. Ich bekomme viel zu wenig Bisse und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt knapp über 2 Stunden noch zu angeln. Entweder ziehe ich das hier noch durch, aber ich brauche schon mindestens, ich brauche einen 70er Zander, damit ich überhaupt genug Punkte bekomme, um irgendwie mal was Vernünftiges abzugraden. Oder ich versuche es auf Hecht. Da sehe ich meine Chance eigentlich ziemlich gut, wenn ich einfach an vernünftige Polder fahre und einen End-80er Hecht fange. Dann schmeiße ich meinen letzten 78er Hecht raus aus der Wertung. Oder High-Risk-Move bis nach Amsterdam fahren und versuchen da irgendwie einen Barsch zu bekommen. Irgendwie einen End-30er oder einen 40er. Egal, ich muss noch mal in mich gehen.
Anspannung, Adrenalin am Limit. Ein Kampf gegen die Witterung, die Gegner und gegen sich selbst. Bangen, dass der Plan aufgeht, während die Uhr erbarmungslos tickt. Zwischen reinster Verzweiflung und erlösender Freude. Zusammengepackt in einer Sonderedition. Mit einem Preisvorteil von über 70 €, einem nur in diesem Drop erhältlichen YPC-Produkt und einem halbstündigen exklusiven Background-Interview mit Enrico Di Ventura und Luis Mendes, in dem sie ganz persönliche Einblicke ins Turnier gewähren und ihre Gefühlslage zu verschiedenen Situationen preisgeben. Natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für jeden YPC-Fan, aber nur solange der Vorrat reicht und nur auf hechtundbarsch.de. Was ist denn hier schon wieder los? Ho, ho, ho! Oh, nee, Senta, was machst du hier? Ich habe den Deal des Jahres für dich. Für alle artigen Anglerschmiede-Fans gibt es den Online-Kurs zum Angelschein zum Weihnachtsfest für nur 69 €. Nicht schlecht, Senta. Das ist ja ein mega Ding. Aber nur bis zum 31.12.24. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. In Ibbenbüren an der A30 ist das Hermanns Angelhütte. Auf über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du ein Vollsortiment, das auch Produkte fürs Karpfen, Weißfisch, Forellen, Wels und Meeresangeln beinhaltet. Doch natürlich liegt der Fokus auf Raubfischartikeln. Neben Kunstködern auf über 120 laufenden Metern findest du hier Ruten und Rollen aller bekannten Hersteller. Damit du die YPC-Erfolgsprodukte besser identifizieren kannst, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. All these little decisions that we are making today, they are so important, and it's always like that. It's always these little decisions. No, I'm not going to the polder first. I'm going to there or there or there. Yeah, what a day. Whatever it brings to us, I'm definitely satisfied about this day. Yesterday was a little bit of disappointment for me because I expected a nice sander, but hey, you can't always have everything. I'm just looking forward to the bridges now. We're eating something in the car and trying to catch an upgrade sander. I think this makes by far the most sense. Let's go. So, wie ihr seht, wir haben den Spot gewechselt. Ich habe meine Warthose an, einfach, dass ich ein ganz klein bisschen rauswarten kann. Hat gar nicht den Grund, dass ich irgendwie weiter rauskomme, sondern dadurch, dass es hier ganz flach ist und dann tief abfällt und ich Angst habe, wenn ich vom Ufer angel und einen guten Fisch drauf bekomme, dass der mir in die Kante geht und abreißt. So kann ich ein bisschen näher an der Kante stehen. Oh. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Barsch oder Mini-Zander. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Kopfschläge könnten Barsch sein. Ah, yes, hab ihn. Puh. Oh, das könnte knapp werden mit einem Improvement. Hier auf den Jig. Davor geschaltet. Stroft Niti. Oh, herrlich. Schöner kleiner Barsch. Bisschen größer hätte er sein dürfen, aber mein Gott. Immerhin ein Barsch an der Jig Whip. Oh ja, ist ein Improvement. Oh yeah. 34. Mega. Den setze ich jetzt schnell zurück. Und da geht er auch schon. Weg ist er. Jawohl, kleiner Barsch. Wo einer ist, ist vielleicht noch ein zweiter.
Fish on. Fish on. Big perch. No, it's off. Yeah, je l'ai. Move. Yes! 47. Okay guys, super nice fish, crazy action. I had to go for it. I mean, I'm a bit wet, but that's nothing. I will first release this beauty. Hopla. Slowly and surely, yeah, perfect. So guys, I was wondering, should I stay here to catch another big perch? Should I move back to the bridge, you know, where I had the first pike? So yeah, I don't know. I stayed and it was the good thing to do. I'm super happy. Was war das denn? Eine absolut waghalsige Aktion, bei der zum Glück weder Barsch noch Angler zu Schaden gekommen sind. Und plötzlich trennen Sami gerade einmal 4 Pünktchen von Platz 1. Der momentan Führende weiß natürlich nicht um seine plötzlich prekäre Lage. We arrived. Plan Big Sander. Let's go. Let's try to make it happen. We're gonna do some street fishing first, then we are going to the Amsterdam Rhein Canal if we still have time. All in the hunt for upgrade sanders. Smallest one, 48 centimeters. That's the plan. Try and upgrade that one. So we take a drop shot with us, we take a light jig with us, and when we catch a fish on it, I would love to explain about it, because it's a special technique that I have been doing since the start of YPC, but to be honest, it's a little bit a secret of me, and now together with me we developed it at Westin, and it's really dangerous to catch fish. Well, nearly forgot it. Let's go. Yeah, have it. Woo. 38. 38. Not an improvement. Let's release it and continue. Yeah, big perch. That's an upgrade. That might be 48. And a bull tease. 2 gram jig head. I will explain later. First, let's see. 45 will be the... Unbelievable, guys. What a day we have. Another big perch, 45 centimeters. I'd like to first put it back, and then we will discuss what bait it was and what technique, because this is something special. Let's release him. I'm starting to get speechless, guys. After such a rough day yesterday, today everything's working out. In pre-fishing I also caught a really big perch here. This will be on our Westin YouTube channel. And we also caught some good sanders. So now the plan still is a good sander, but we have a big bonus perch. Let's go.
Ton verschafft sich wieder etwas Luft im belgischen Fernduell. Ohne Zander-Upgrade wird's aber schwer werden, Sami endgültig abzuschütteln. Es folgt die angekündigte technische Erläuterung. One of the tricks I've been using in the YPC bank since the first year is fishing under bridges. And when I'm doing that, I like to go for jig heads as light as possible. But it's very hard to find. So what is this? This is a 3-0 jig head that we make, Westin, in a 2 gram with a 3-0 hook with a 2 gram jig on. And this is perfect for street fishing. It takes a really long time to get down to the bottom, and even more important, because the weight is low, you can skip it under a bridge. So you can get to places where no one else can fish, because with a 5 gram or a 7 gram, you're not able to cast this low under the bridge. These jig heads will be available from the 1st of January, and make sure to get them, because it's a game changer. Let's try to catch a few more fish on this Bulty Sparkling Blue and hopefully a zander. Eine Stunde, 7,50 Euro. Schnapper, ich liebe Streetfischen. Mein Gott. Wie ihr sehen könnt, High-Risk-Move. Ich habe ein paar schwache Fische noch in der Karte. Das ist einmal ein 80er Hecht, ein 78er Hecht und ein 32er Barsch. Und die Chance, einen größeren Barsch zu fangen, sehe ich ein bisschen höher als jetzt einen größeren Hecht. Eine 100%ige Nummer ist es auch nicht. Ich bin jetzt ohne Training jetzt nach Amsterdam gefahren. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich habe hier ein paar Spots. Die Barsche müssen mitspielen. Und dann vor allem auch die Größe. Ein kleiner 30er wird mir jetzt nicht helfen. Also drück mir die Daumen. Ich brauche jetzt einen 40er. Eine schöne Murmel. Direkt aus der City. Oh, I'm sorry. I didn't know. So, he's somewhere here, or can I go to the right side? All right, thank you. Shit. Okay. Ein Taucher ist im Wasser hier. Surprise, surprise. Gehen wir mal ein paar Meter weiter. Nicht, dass ich noch einen Taucher hake. Vielleicht gibt es ja Bonuspunkte. Ja, ja, nein! Nein! Boah, was ein Biss. Alter Schwede. Ich hoffe, ihr habt den Biss gesehen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Meine Rute hat einfach einen Satz nach vorne gemacht, einen Meter. Das ist unglaublich, Mann. Ich habe so viel Pech. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Oh, verdammt. Es ist unfassbar. Jetzt ab! Jawohl! Jetzt ab! Das ist nicht zum Glauben, Mann! Jetzt rast ich gleich aus! Verdammt! Das ist doch nicht zum Glauben! Die sind rasiermesserscharf! Sorry für den Ausraster, aber langsam... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das war ein richtig guter Fisch. Es ist wirklich nicht zum Glauben, Mann. Es ist krass, ja. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt positiv bleiben soll. Boah, das war eine Maschine. Ist der drin gestanden? Lecco mio, hey.
Jetzt habe ich ihn. Jawohl. Jawohl. Endlich, Mann. Ist es nicht zum Glauben. Aber das ist ja natürlich jetzt wieder ein kleiner. Ah, ich will den nur noch in Kescher bekommen. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ein Kampf, Leute. Es ist ein Krimi bei mir. Es ist ein richtiger Krimi bei mir. Oh. Ja, wenigstens ein kleiner. Was hat der? 65 oder so. Immerhin, Fisch ist Fisch. 59. Ja, 59. Okay. Ja, Leute, es ist nur der Kleine geworden hier, aber ist egal. Ich bin guter Dinge, dass jetzt noch ein Dicker kommt. Wir bleiben dran. Vollgas, Mann. Power. Er ist putzmunter. Ja, so wir sind zurück. Die letzte Stunde läuft, zurück am Steg. Ich will noch mal versuchen, ob ich einen Barsch fangen kann. Ja, mal schauen, ob das klappt. Too small. Yeah, no, I think I have a really good card, but I have the choice between going for topwater or improving by catching like something like a 40 plus perch. Maybe I was lucky with the perch, but I believe with the 50 minutes I have left, it's possible that I catch another one. Not that it will happen, but there's a possibility. So I prefer to stick to perch fishing and don't go to topwater fishing because it's probably going to rain also. Bis es. Nein, wir hauen hier noch mal ab. Ich weiß noch nicht ganz wohin. Zeit für einen absoluten High-Risk-Move. Jig-Spinner in Amsterdam. Au revoir. Du kleiner Prototyp. Kann mir doch einfach schnell einen dicken Barsch hier. Muss doch irgendwo einer stehen hier. Oh, Biss. Ja, Fisch. Der ist gut. Das ist ein großer. Nein! Nein, ab! Nein, das gibt es doch nicht! Oh Mann, wie viel Pech kann man denn haben in einem Turnier? Oh, ein richtig großer Barsch. Nice. A lot of ships. It's nice and murky. Liebe Zuschauer, es ist die letzte halbe Stunde angebrochen und ich verzweifle an dem Zander. Ich bin jetzt noch mal hier an den Spot, wo wir zuerst Zander gefangen haben, zurückgekehrt. Bitte, bitte, ein Zander. Ich würde mich jetzt schon wirklich über einen 42er freuen. Einfach nur wenigstens fürs gute Gefühl, diese Full Card zu haben. Gut, das war der letzte Wurf. Ich muss ja leider etwas früher aufhören. Lektion gelernt, Stahl oder Titan in dem Fall rangeknotet, trotzdem ja noch ein paar schöne Fische gefangen. Super ärgerlich, dass ich noch den großen Barsch, also ich denke es war ein Barsch von den Kopfschlägen her, verloren habe im Drill. Lässt sich nicht ändern. Ja, das war's für mich. 2 wirklich intensive Tage. Der erste Tag mit all seinen Höhen und Tiefen. Schöne Fische gefangen, schöne Fische verloren. Und ja, heute das Tagesziel aber geschafft. Ich bin eigentlich happy. Also ich wollte 3 Wertungsfische fangen, 3 Wertungsbarsche. Die habe ich gefangen. Klar, die hätten immer größer sein können. So sind wir Angler. Ne? Hätten die jetzt 40 gehabt, hätte ich mich 45 gewünscht. Und ja, von daher sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle die Daumen gedrückt habt. Und danke an meinen Sponsor Stroff natürlich, dass er mich hier wieder hingeschickt hat. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Damit ist klar,
Flo wird dieses Jahr nicht auf dem Treppchen landen. Die genaue Verteilung der Medaillen ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Trotz Tons Upgrade von vorhin fehlen Sami nur 12 Punkte, um den Führenden einzukassieren. Und auch Luis könnte, zumindest in der Theorie, mit 2 späten Fischen noch nach der Krone greifen. Erleben wir in den letzten 30 Minuten noch eine Überraschung? Ja. Habe ich einen gefunden. Aber ein kleiner. Ah. Aber wo der steht, stehen auch größere. Habe ich vielleicht jetzt wenigstens hier die Barsche lokalisiert. Ah. Kleiner. Hätte jetzt hier noch einen vernünftigen Barsch hier fangen können. Junge, Junge. That's a good one. Oh. Or not. But hey, completely down. That lure is so amazing. Bye bye, little one. Fisch, 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 Fisch. Fisch, ich glaube, er hat noch keiner. Oder? Ja, ist schon mal drin. Ist schon mal drin. Leute, wenn der jetzt 42 wäre, wenn der jetzt 42 wäre. Ey Leute, schaut mal, schaut mal. Der hat sogar, er liegt vorne an. Yeah, ja, der hat 43 cm, 43er Zander. Oh, ich habe mich noch nie über einen 43er Zander so sehr gefreut. Der ist echt maßig, 43 cm. Oh. Auch wenn ich mit dem Sieg jetzt hier nichts mehr zu tun habe, der Fisch darf erstmal schnell wieder rein. Ehrlich. Oh, der ist besser. Wenn es kein Sati ist. So viel größer ist er jetzt nicht als mein 32er, aber hat sich gut angefühlt, nachdem ich nur so große Waffe gefangen habe. Alter Falter, what a pain! So, wenn mein Maßband im Auge mich nicht täuscht, könnten das vielleicht 1-2 Zentimeter Verbesserung sein. Das bedeutet eine kleine Verbesserung von 4 Punkten. Den lasse ich jetzt erstmal wieder schwimmen. Yes. Ja, ja. Der nächste. Jawohl. Okay. Wieder ein kleiner. 52. Passt. Yep. Good fish. That's not a perch. On the last minutes. A pike. Pike. I think too small. Probably too small. Yeah. It's not, what does it need to be? 82, something like this? 83, I think. If the calculations are good, it's never 80, so I just release it directly. That's not little. I think it's a perch, actually. No, it's a big sander. Oh. Are you kidding me? That's the 50. 55 centimeters under. I'd like to do one last cast because I did a really nice cast next to the current. Let's release it.
Samis Route war verdächtig krumm. Letztlich reicht der Hecht aber nicht. Stattdessen macht Ton genau 1 Minute vor Abpfiff den Deckel drauf. Schluss, aus, vorbei. Wir lassen alle Finalisten noch einmal zu Wort kommen. Talk about a last-minute upgrade. Oh. It is over. What a day, what a day, what a day. Ah, Santa Maria. Aus und vorbei. Der Krimi am Fluss geht jetzt zu Ende. Es war ein Auf und Ab. Es war ja, Erleichterung, Ernüchterung, es war irgendwie alles dabei. Das war der YPC 2024. I'm totally done for today. Heute habe ich Moral bewiesen. Ich habe die Fullcard gemacht, lange um den Zander gekämpft. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, wirklich an Spots zu fahren, wo auch tendenziell die größeren Fische beißen. Es musste leider so sein, dass es jetzt eher auf die kleinen Angler, aber wie gesagt, mein Ziel war die Fullcard und das hat geklappt. Und da bin ich also mega happy drüber. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, große Fische zu fangen. Ich habe nicht versucht, auf Fullcard zu angeln, sondern ich wollte Big Fish haben. Das ist am ersten Tag halb aufgegangen am Volkerak. Ich habe einen sehr großen Hecht gefangen. Danach haben mich die großen Barsche am Haringsfliet im Stich gelassen. Ich wollte große Zander fangen. Ich hatte vor, einen 80 plus Zander zu fangen. Die Chance war da an den Gewässern, aber da steckt man nicht drin. Ich habe einen 70er bekommen. Super Fisch fürs Turnier. Leider dann nur noch ein 60er. Mit dem Barsch, den ich habe, den kleinen, jetzt konnte ich den heute noch mal ein bisschen upgraden hier in Amsterdam, aber das war hier auch eine Glückssache. Also Amsterdam hat viele Gewässer, viele Spots, aber jeder, der hier schon mal gefischt hat, weiß, man fängt die nicht überall. Man muss ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie das Gewässer gerade läuft. Ich bin einfach auf gut Glück hier hingefahren, konnte immerhin einen kleinen Barsch mit 34 noch fangen, aber ich denke mal, der wird mir das Genick brechen. I don't know what to think. Today was really good for me, really, really good. But yeah, let's see if it will be enough. I don't know. I expect a good cut from everyone. For example, Toon yesterday had only a few fish, but it was already just good perch. So if he had a good day, it could have been really good for him. Also for Louis with a strong pike, he can just improve fast now. So ich hätte mir gewünscht, dass ich die 2 dicken Hechte noch bekomme, aber hey, am Ende, wie sagt man irgendwie so, Bisse und so ein Zeug kann man nicht braten. Das stimmt einfach. This is a beautiful competition. Shark fishing, I still love it. I own a boat now, but I'll never forget the shark fishing. It's a very visible type of fishing. You see some current, you know where to cast, you see a polder, overhanging branch, no electronics, just fishing. I love it. So ein YPC-Finale ist immer was ganz, ganz Besonderes und ich war dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Ich hätte gerne mehr erreicht, aber der heutige Tag, da bin ich froh drüber, dass es doch noch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Fishing Tackle Max, unsere Marke, Salka Pro, unsere Raubfischmarke. Ich hoffe, ich habe sie insgesamt doch halbwegs passabel vertreten dieses Jahr. Vielen Dank auf jeden Fall für das Vertrauen, da von meinen Kollegen mich hier wieder zum YPC geschickt zu haben. I'd like to take my chance to give some appreciation for Westin Fishing for allowing me for the 4th year in a row to complete YPC Bank. I'm very, very grateful for that. Vielen Dank an Leech, die mich ins Rennen geschickt haben. Ich bin mega überzeugt von den Produkten. Dieser Tactical Suit, den ich hier trage, der kümmert sich immer darum, dass ich einen trockenen Arsch habe. Ich habe den schon ausgiebig im Regen getestet, an sehr wilden, stürmischen Tagen. Und auf die Brillen, da kann ich mittlerweile drauf schwören, die sind echt klasse. Ich will mich jetzt mal bei meinem Sponsor Sportex bedanken. Die haben mich unfassbar krass unterstützt. Mit allem Möglichen ausgestattet, Training und alles, an alle, die mitgewirkt haben. Es war echt unfassbar, was da dahinter steckt. Und was hinter den Kulissen abläuft, das ist echt krass. Ein fettes Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben, mir die Daumen gedrückt haben, an alle Freunde, die mir beim Training geholfen haben, auch bei der Vorrunde speziell. Und natürlich an Anni, die zu Hause auf Karl aufgepasst hat und mich da auch würdig vertreten hat. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Es war ein tolles Turnier, also ultra spannend. Und jetzt geht's zurück. Die Siegerehrung
wird stattfinden und heute Abend gibt es sogar noch ein cooles Dinner. Ich sage tschüss, vielleicht bis zum nächsten Jahr. Ein dickes Petri Heil wünscht euch euer Veit. Ciao. Ich fahre jetzt zurück. Ich bin gespannt, wer es geworden ist. Ich habe alles gegeben. Bis zum nächsten Mal. Peace. Dass ich gewinne, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich noch Astronaut werde. Aber ja, es ist trotzdem noch alles möglich. Schauen wir mal. Haut's rein. Ich bin raus. Ciao, ciao. We will see. I'm happy with the day I had and I hope it's enough. We are now going to head back to the car. We'll drive to the prize giving and I'm sure we will see you guys there. So first of all, guys, I have to congratulate all 6 of you for making it to the finals and all of you with a full card. That's a huge, huge achievement. Well fished. But unfortunately, as you can see, I have only 3 medals with me and 1 trophy. So 3 anglers with good results will have to go home without a medal in their hands. Those anglers are Veit Wilde for Salka Pro, Anton Holzleitner for Sportex and Florian Hassenflug for Stroft. Erstmal starke Angel, Jungs. Veit, erstmal Glückwunsch zum Finaleinzug. Danke. Habe ich ein bisschen erinnert an die Gruppenphase. Erster Tag, Reinfall. Komplett Katastrophe. Zweiter Tag ganz in Ordnung dieses Mal auch, aber wahrscheinlich unter deinen Erwartungen. Natürlich, aber Ziel war die Fullcard zu machen und das hat geklappt da bin ich einfach happy drüber. Also insgesamt zufrieden? Nein, zufrieden auf gar keinen Fall, aber ich bin froh, dass ich mich heute ein bisschen besser verkauft habe, anglerisch und dass das mit der Fullcard noch was geworden ist. Also das ist, glaube ich, relativ versöhnlicher Abschluss. Auf jeden Fall. Anton, kommen wir zu dir. Jo. YPC-Debüt dieses Jahr, jo. Gruppenphase, alles rasiert, unschlagbar geangelt, Halbfinale auch. War jetzt die Luft ein bisschen raus? Ja, irgendwie schon. Jetzt ist einiges schief gelaufen gestern. Ich habe unfassbar viel Pech gehabt. Ich habe ein paar wichtige Fische abgerissen. Heute Vormittag komplett Katastrophe. Ich habe erst um 2 meinen ersten Fisch gefangen. Und dann leider noch 2 große Hechte verloren im Drill. Aber am Ende, ganz ehrlich, als Newcomer ins Finale zu ziehen, war absolut sensationell für mich und ich habe, glaube ich, alles erreicht. Das Ziel war am Ende die Fullcard. Ich habe echt noch gekämpft. Also ja, von dem her bin ich total zufrieden und ja, kann mich nicht beschweren. Ich glaube, es passt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Super, danke dir. Florian, auch dir Glückwunsch zum Finaleinzug. Gestern warst du noch so ein bisschen mein Geheimfavorit. 3 große Fische, alle 3 Arten abgehakt. Da dachte ich, na, das läuft ja. Und Tag 2... Ja, es war ja Tag 1 schon nicht so super, ne? 4 Hechte verloren, das war natürlich ärgerlich und heute, ja, es sollte nicht sein, einen großen Barsch verloren, der hätte vielleicht noch was gerissen, ich weiß es nicht, aber ja, es war nicht ganz auf meiner Seite das Glück, aber bei dem starken Teilnehmerfeld bin ich trotzdem zufrieden, also schon unglaublich, dass alle eine Fullcard haben. Also nicht enttäuscht über Platz 4 im Vergleich zum 3. Platz letztes Jahr? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wie Anton schon sagte, ich glaube, allein die Finalteilnahme ist schon genial und freut mich dabei gewesen zu sein. Auf jeden Fall auch richtig starke Angel, ihr 3. That leaves us with 3 anglers who all achieved more than 500 points today. That's crazy, crazy strong, guys. Really well fished. Lewis had the biggest pike and the biggest zander of the finals. Sami had the biggest perch, but only Tone could achieve all topwater points. So, 3rd place and the bronze medal goes to Lewis Mendes and Leach. Lewis, Glückwunsch. Ich statte dich mal eben aus hier. Super, vielen Dank. Ja, richtig stark geangelt. Danke. Drittgrößter Hecht der YPC Blank-Geschichte. Krass. Richtig, richtig heftiger Fisch. Ja. Super großer Zander. Danke. Ja, enttäuscht oder zufrieden? Also ich bin mega happy, weil ich sage jetzt mal so, man hat ja viele Pläne, viele Spots, das muss alles funktionieren. Gestern ging der Tag zur Hälfte auf. Ich habe irgendwann das Gewässer gewechselt, dann habe ich nichts mehr gefangen. Ich wollte einen großen Barsch fangen und ich denke mal, das hat mir jetzt am Ende auch das Genick gebrochen. Ich hatte jetzt nur einen kleinen Barsch in der Karte, den habe ich heute noch mal um 2 cm geupgradet. Heute das Großzanderangeln ist auch zum Teil aufgegangen. Ich hatte jetzt einen 70er, das hat mich gefreut, aber Plan war es eigentlich einen 80er zu fangen und davon auch ein paar. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Aber
Ich bin super happy, das ist die erste Medaille für YPC Bank. Ja. Kommt zu den anderen Medaillen, zu den wichtigen YPC-Fans. Ihr wisst alle, das ist das einzig wahre Turnier. Deswegen kann ich mich nicht beschweren. Wäre meine zweite Frage gewesen. Ist das mehr wert oder YPC Bank gewinnen? YPC-Fans gewinnen. YPC-Fans ist das einzig wahre Turnier. Ja, Punkt. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, Freunde. Da hört ihr es, Leute. Wir werben für die nächste Runde. Okay, that leaves us with 2 anglers from Belgium who don't speak the same language. We had a quite similar situation 2 years ago on the Azores, I think. And back then, Ton, you achieved the silver medal, but due to some post-production corrections, we had to correct it to gold. And so you had the trophy 2 years ago. Both of you had really, really high scores. Sami, you had the bigger fish overall, but Ton achieved 30 points on top water. So Sami, you came second. Yes. Congratulations. Thank you. Hang on, man, hang on. Yeah, Sami. So, yeah. You really deserved the trophy as well today. You had crazy good results. That was a really good day today, yeah. Biggest fish in average, I think, biggest length. Yeah. So nice perch in the end. Yeah, my only good fish from the first day was the zander. So I know I really need to improve today, and I made the bet on spot with only big fish. It worked quite well, but in the end, not enough. So I'm still happy. So of course, still happy. Yeah, crazy result, man. But but crazy card in the end. I mean, 3 of us, I think it's like really high score. Between the 3 of you, it's really close as well. Tough to do better. Yeah, that's right. So, Ton van Ham and Weston, congratulations again. Unbelievable. For winning YPC Bank finals. Crazy. Yeah, how does it feel? Well, it feels good. Of course. I really had such a struggle yesterday. I caught in the first 15 minutes 2 fish, then 7 hours and 30 minutes nothing, and then in the last 15 minutes again 1 fish. So I was pretty frustrated that nothing went like it should have went. And today, I have to say, with a little bit of luck, especially with the topwater pikes, I'm really happy to be here, and I hope I'm still on the first place after Berlin. Well, let's see. But topwater, was it on your list for today, or? It was definitely on the list. I said to myself, when I have 1 pike on the card, I will go all in for topwater, because I knew I had good fish, but I didn't have 1 huge fish in the card. The average was really good, like 90 on average, but never one like a 114 for Lewis, for example, and then a 70 zander right here. Or I didn't have this as well. Yeah. Exactly. I didn't have this one fish that was really good. So I knew I needed the topwater points, and I gambled because, to be honest, I never fished with a topwater in a polder, also not in training, and it just could happen today, I guess. And they made the difference afterwards. So it did. In the end, this is your trophy again. Congratulations, man. Huge respect for all of you. Really well fished, guys. It was a pleasure. Und damit geht die YPC-Saison 2024 zu Ende. Das Finale hatte es wirklich in sich. Allein heute gab es nochmal 5 Führungswechsel. Aufgrund der brutal starken Konkurrenz brauchte Ton wirklich ein wahnsinnig starkes Board mit Topwater-Punkten, um den Pokal nach Hause zu nehmen. Mit der Silbermedaille im Vorjahr und nun schon dem 2. Titel bei seiner insgesamt 4. Teilnahme zieht der Western Youngster mit Dustin Schöne im YPC Bank All-Time Ranking gleich. Riesengratulation an den würdigen Champion zu seiner abermals herausragenden Leistung. Ebenfalls ein großes Lob verdient allerdings sein belgischer Landsmann. Sami Mohib war in diesem Jahr wirklich auf den Punkt vorbereitet und hat in jeder Turnierphase gezeigt, dass er ganz besonders beim Streetfishing zu den besten Anglern Europas gehört.
Im Vergleich dazu hat der Drittplatzierte beim Angeln im urbanen Raum vielleicht sogar noch ein bisschen ungenutztes Potenzial übrig. An Großgewässern und am Fluss hat sich Luis Mendez aber erneut extrem stark und noch ein bisschen abgezockter als in den Vorjahren präsentiert. Auch wenn der YPC Fans natürlich das einzige wahre Turnier für ihn bleibt, bin ich ganz sicher, dass die Bank Bronzemedaille ein würdiges Plätzchen in seiner Vitrine findet. Wir bedanken uns natürlich auch bei den anderen 26 Anglern, allen Sponsoren, die das Format Jahr für Jahr möglich machen und unserem gesamten Produktionsteam. Unbeständiges Wetter und ein neuer Halbfinalmodus haben alle Beteiligten diesmal vor einige Herausforderungen gestellt. Herzlichen Dank an all diejenigen unter euch, die sich um konstruktives Feedback bemüht und es in angemessener Form kommuniziert haben. Wir nehmen uns das wie immer sehr zu Herzen und überlegen schon, ob und welche Anpassungen wir für die kommende Staffel vornehmen wollen. Jetzt aber wünschen wir euch weiterhin schöne Feiertage, viel Spaß beim Weihnachtsshoppen in unserem großen Christmas Sale, eine entspannte Zeit zwischen den Jahren und einen guten Rutsch in ein fischreiches Jahr 2025. Bleibt gesund und zum letzten Mal für dieses Jahr. Ciao.